Servus, danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um den Liebsten Award. Boogie Kraxen hat mich gezeigt, danke dafür. Und hier meine Antworten, also bleib dran. Erste Frage, gehst du lieber in einer Gruppe oder alleine im Wald? Kommt auf die Gruppe an. Generell bin ich so, dass ich eigentlich ein gesellschaftlicher Mensch bin, aber es gibt sehr wohl Charaktere, die, ja, da gehe ich lieber alleine im Wald. Im Karl oder im Wald, da gehe ich gerne im Wald. Also, depends on the person. Die zweite Frage ist, was war bisher deine anspruchsvollste Tour oder Wanderung? Anspruchsvollste Tour war eigentlich beim Bundesheer, als ich bei den Gebirgsjäger war, sind wir die Gebirgskämme entlang gegangen, oben am Berg, haben jeden Tag in ein anderes Tal reingeschaut, war irrsinnig schön, mir sehr gut gefallen. Aber war auch sehr, sehr anstrengend, weil wir doch etliche Kilometer hinter uns die eine Woche gebracht haben. Und es war sehr viel Schnee. Dritte Frage. Was war bisher dein schönster Schlafplatz? Die meisten, die mich von Anfang an verfolgen, kennen wahrscheinlich mein Video Alone in the Woods. Hallo? Und das war hier. Irrsinnig schöner Schlafplatz, hat mir sehr gut gefallen. Schau mal rein. Herrlich. Vierte Frage ist, welche Outdoor-Aktivitäten machst du im Winter? Gute Frage. Ich darf nicht Skifahren, darf nicht mehr Eislaufen. Ja, so wie das hier jetzt. Ich gehe mit den Hunden spazieren, gehe ein bisschen raus. Das war's. Pensionisten-Feeling. Are you deaf? Can you hear me? 'Cause I'm sick of it all. Always digging in my skin. Always pushing my back to the wall. Fünfte Frage. Hast du dich schon mal draußen schwerer verletzt oder musstest ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen? Ja. Liegt ein bisschen zurück. Hatte einen schweren Mountainbike-Unfall. Seitdem sind meine Bandscheiben kaputt. Kann damit aber mehr oder weniger leben. Andere Sportarten darf ich halt nicht so einfach machen. Frage 6. Trainierst du spezielle Survival-Techniken und wenn ja, welche? Eigentlich trainieren nicht speziell, sondern schau mir ein paar Videos an, lese ein paar Bücher, gehe dann raus und probiere das aus, je nachdem was es gerade ist. Also ganz speziell probiere ich nicht aus, nein. Habe eigentlich mehr Spaß daran als wie Angst quasi, dass ich in diese Situation komme. Glaube ich nicht, in Österreich fast unmöglich, sich hier zu verirren. Innerhalb von 2 Kilometer, 3 Kilometer bist du in einem bewohnten Gebiet. Kann aber trotzdem passieren. Frage 7. Was hältst du von einem permanenten Pushkraftlager? Ein permanentes Pushkraftlager, ja,
Abenteuerlich hätte ich auch gerne. Alleine ist Fahrt. Alleine würde ich es nicht machen. Ich würde mir so, wie ich das andere Lager gebaut habe, was ihr in einem anderen Video gesehen habt von mir, mit jemandem gemeinsam machen. Nur alleine ist es mir ehrlich gesagt zu fad, dort was zu machen. Ich brauche schon ab und zu ein bisschen Gesellschaft. Wir sind ja doch Menschen und keine Einsiedlerkrebse. Frage 8. Was ist dein Lieblingsrezept für Outdoor-Kochen? Mein Lieblingsrezept für Outdoor-Kochen, ich kenne nicht viele, um ehrlich zu sein, muss ich aber sagen, ist derweil das Bohnen mit Speck, das Video, was ich da gemacht habe. Derweil kenne ich aber noch nicht so viel. Frage 9. Wie motivierst du dich bei schlechtem Wetter? Nun ja, schlechtes Wetter, wie motiviere ich mich? Kaum möglich, weil wenn es kalt und nass ist, zum Beispiel draußen, kann ich mit meinem Buben nicht so lang spazieren gehen. Würde ich aber gerne. Ich bin sowieso gewohnt von meiner Arbeit bei jedem Wetter und Ding draußen zu sein. Also ich war noch nie der Typ, der gesagt hat, na, jetzt regnet es, gehe ich nicht, schneit. Im Gegenteil, die Natur meiner Meinung nach hat je nach Wetter und Ambiente, Lichtverhältnissen oder so, seinen eigenen Charme. Muss man auch genießen. Frage 10. Welcher ist dein schwerster Ausrüstungsgegenstand, den du am meisten mit hast? Schwerster Ausrüstungsgegenstand ist, glaube ich, mein SC5. Sehr gutes Messer, ich mag es. Habe aber auch nicht wirklich den Vergleich, das ist mein einziges Messer. Habe ich von meiner Frau zum Geburtstag bekommen. Frage 11. Welches Ziel wäre für dich für eine Once-in-a-Lifetime-Tour? Das ist definitiv Island. Das Land der Götter, sagt man bei uns Heiden zumindest so. Ja, warum? Es muss einen ganz eigenen Charme haben. Ich kenne es leider nur von Videos und Erzählungen, aber ich glaube, Island ist ein sehr, sehr schönes Land. Ja, das waren jetzt auch meine Fragen und Antworten für den Liebsten Award. Ich werde auch 3 Leute nominieren, werde es unten in die Beschreibung reingeben. Werde auch das Reglement dieses, sage ich einmal, Kettenbriefes, Kettentagging oder wie man das auch nennt, kenne mich da noch nicht so aus, werde ich euch unten hineinhauen und euch informieren, wenn ihr getaggt wurdet. Und ich sage mal danke, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal. Bussi Papa.